Herzlich willkommen bei meinem Weihnachtsspecial, und zwar möchte ich mit euch heute diese Weihnachtskarte, zumindest diese Technik der Weihnachtskarte, kurz vorstellen, und ich wünsche euch dabei viel Spaß und viel Freude beim Nachmachen. Für dieses kleine Aquarell verwende ich ein Papier in der Größe ca. 20 x 15, also so ein bisschen A5, und beginne ganz schwungvoll, wie ihr seht, mit Cadmiumgelb und Quinacridon Goldton, eher nass, aber alles auf trockenem Papier. Und dann verwende ich für die Kugeln ein Glas in der passenden Größe, benetze dies mit roter Farbe und drucke in die noch etwas leichte, feuchte Farbe diese Ränder ab, und dann gestalte ich die Kugeln. Je nachdem, ich mache sie leicht überlappend, dann ist eben eine im Vordergrund und die andere im Hintergrund. Nun beginne ich mit Saftgrün gemischt mit Perlengrün. Das ist ein ganz dunkles Grün, und mit diesem Grün möchte ich das Grün von der Tanne andeuten. Nun verwende ich eine sehr interessante Technik. In das noch feuchte Papier tupfe ich jetzt mit einem Stiftdrücken also Stifte in verschiedenen Größen verwende ich dafür. Die umlege ich jetzt mit einer Küchenrolle oder einem Taschentuch und tupfe damit die noch feuchte Farbe ab. Dadurch entstehen so wunderschöne, helle, runde Punkte, die das ganze Bild wirklich sehr, sehr interessant machen. Wichtig ist, dass ihr verschiedene Größen verwendet. Das sind Feinliner, dann Acrylmarker, und jetzt spritze ich wieder etwas Grün drüber, decke mit der Küchenrolle den Rest des Bildes ab, weil ich die schönen roten Kugeln natürlich nicht alle grün haben will. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Und dann male ich noch Akzente mit dem Pinsel, dass es ausschaut wie ein Reisig, und das alles in die noch feuchte Farbe. Also man muss relativ schnell hier agieren. Und wieder male ich das Reisig mit grüner Farbe in die noch leichte feuchte Farbe, und ihr seht, ich kratze dann etwas mit dem Pinselrücken aus. Und hier versuche ich die Kugel im Hintergrund besser darzustellen, indem ich mit einem feuchten Pinsel die Farbe entferne. Diese kleinen Details machen das Bild dann aus. Wenn das Ganze trocken ist, dann kommen noch die Aufhängungen für die Kugeln. Ich setze besonders eine Kugel in den Vordergrund und arbeite diese noch detaillierter aus. Die anderen sind weiter zurück. Hier seht ihr noch das ganze Bild. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen und vor allem schöne Weihnachten.